Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da dabei seid. Wir sind gerade auf dem Weg von Soest zurück nach Passau, genauer gesagt eigentlich sogar nach Hussaini, denn der Ort soll noch schöner sein als Passau. Das sind eigentlich nur 30 Kilometer, aber wir sind nicht weit gekommen, denn wir haben hier bei einem Aprikosenstand angehalten. Hier, das Hunsertal ist super bekannt für seine Aprikosen, egal ob getrocknet, frisch, als Spray oder Marmelade. Wir wurden hier gerade zu der Familie eingeladen, uns das Haus anzuschauen, mit denen Tee zu trinken. Als allererstes wollte ich euch zeigen, hier werden also die Aprikosen getrocknet, die dann zum Verkauf stehen, da vorne an dem Stand. Das sieht mega cool aus. Und es riecht auch so frisch und so süß. Mega gut. Ja, und dann bauen die hier ganz viele Kartoffeln an. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen mehr. Wir gehen erstmal gleich rein. Ja, ganz viele Getreidearten werden hier angebaut und das Haus ist auch mega schön. Das ist also das Haus von außen. Mega cool. Schuhe werden natürlich vorher ausgezogen. Und dann hier schläft die ganze Familie. Also eigentlich besteht das Haus nur aus einem Raum. Hier ist so ein bisschen was zum Verstauen, hier noch zum Verkauf, genau. Und ja, hier schläft wirklich die ganze Familie. Insgesamt 5 leben hier noch. Also sie haben 7 Kinder. Richtig krass. Sieht super gemütlich aus und es ist auch wirklich gemütlich. Und diese dicken Decken hier haben wir hier auch überall zum Schlafen. Mega schön. Und genau, hier gab es gerade eben noch Tee. Klein, aber fein, würde ich sagen. Ja, und hier saßen wir gerade. Thank you very much. So, dann zeige ich euch noch hier ein bisschen den Garten. Wie schon gesagt, hier hinten werden die Kartoffeln angebaut. Also hier sind auch super viele Obstbäume, mega krass. Hier ist zum Beispiel ein Kirschbaum und hier sind die ganzen Aprikosenbäume. Gibt sogar noch einen großen Walnussbaum. Also die Vegetation ist gar nicht so anders als bei uns. Hier gibt es noch leckere Äpfel. Die gibt es natürlich auch vorne am Stand zu kaufen. Wir haben ja auch vor 2 Tagen, als wir hier lang gefahren sind, sogar ein halbes Kilo Aprikosen einfach geschenkt bekommen. Super krass. Dort hinten wird Weizen angebaut, der wurde jetzt schon geerntet. Und hier gibt es ganz viele Kartoffeln, denn der Winter ist hier ziemlich lang und hart. Super idyllisch hier, weil ihr seht, die Berge, die gehen einfach so weit hoch. Wir sind hier im Dorf Kaiba und super nette Menschen hier. Okay Leute, Pascal hat seine Polaroid dabei und deswegen machen wir jetzt ein Foto und schenken denen das, weil die uns schon Tee geschenkt haben und alles mögliche uns eingeladen haben. It's coming, it's coming. Thank you. Thank you. Thank you very much. There's a venom in me. It's hard to sleep when I think it's over now. It knocks me off my feet. Hey, it's a chemical rising. Oh, love me now. Hey, it's a chemical rising. Oh, love me now. I'm looking for a portion. So Leute, wir sind jetzt hier in Passau angekommen. Ihr seht schon, mal wieder richtig geiler Ausblick über die Berge. Die sind hier irgendwie in Passau und in Hussaini besonders krass. Also die gefallen mir hier mega gut. Und wir sind jetzt hier zum, sagen wir mal, Brunch. Wir hoffen einfach mal, dass es Frühstück, Mittag irgendwie alles gibt. Denn letztes Mal, als wir vor 2 Tagen hier waren, gab es eher wenig bis nichts. Und wir mussten uns so mit einem Gericht zufrieden geben, ist auch voll in Ordnung. Aber heute knurrt der Magen halt schon richtig, denn wir sind ohne Frühstück losgefahren. Haben jetzt eben noch gerade den Tee getrunken bei der Familie da im Haus. War auch super schön und super nett. Dann wird es jetzt erstmal Essen geben und gleich beziehen wir unsere Unterkunft, beziehungsweise ich kann hoffentlich irgendwie in dem Garten oder sonst wo zelten, denn da habe ich mega Bock drauf. Dann geht es morgen zurück nach Gilgit. Aber erstmal erkunden wir heute noch ein bisschen hier die Umgebung, denn wie gesagt, mir gefällt es hier besonders gut und ich finde es mega schön hier. Das ist da, also so Linsen mit in dem Fall Tomatensauce, Reis und leider habe ich vergessen zu sagen, dass es nicht scharf sein soll. Und jetzt ist es fucking scharf, Leute. Aber ich schaffe das. Leute, ich muss hier nochmal anhalten. Da an der Straße steht mein Motorrad. Schaut euch das an. Da hinten geht es gleich hin nach Hussaini. Was ist das bitte für eine geile Landschaft? Unglaublich heftig. Hier die Berge, da dieses grüne Tal mit den Feldern. Und hier sieht man einfach diesen Fluss langlaufen. Und hier kam irgendwann mal eine riesige Sturzflut runter und hat riesige Sedimente mitgenommen. Wir haben in Hussaini gehalten und haben sogar noch eine schöne Unterkunft gefunden. Für mich sogar endlich ein Zeltplatz. Ich bezahle 200 Rupie die Nacht, also es ist einfach gar nichts.
mitten in den Bäumen gelegen. Da werde ich nachher dann mein Zelt aufstellen. Doch eigentlich sind wir hier in diesem Ort, um über eine richtig, richtig krasse Brücke zu laufen. Und am besten natürlich auch noch drüber gehen, ein paar Fotos machen und ja, einfach hier das genießen. Gerade zieht richtig, richtig krass der Himmel zu. Hoffentlich klappt das alles. Also ein falscher Schritt und man fällt sofort rein oder bricht sich irgendwas. Aber diese Brücke sieht so herzlich aus. Ich zeige euch mal ein paar Ausschnitte. Wir kommen jetzt gerade wieder bei der Unterkunft an. Leider durften wir nicht komplett über die Brücke rübergehen. Voll schade. Das ist irgendwie für Touristen gesperrt. Einheimische dürfen da eigentlich auch nicht rübergehen, außer Leute, die auf der anderen Talseite wohnen. Also dafür ist ja eigentlich die Brücke gemacht. Genau, die dürfen rüber, wir leider nicht. Aber ich dachte auch, dass die Brücke viel, viel krasser wäre. Die war jetzt ziemlich cool. Aber ja, man muss jetzt nicht unbedingt rübergehen. Der Weg eher hoch. Auf der anderen Seite war ziemlich cool, wenn man da 100, 200 Meter die Felsen hochgehen muss. Leute, ihr glaubt es kaum, wir waren gar nicht weit weg hier von unserer Unterkunft. Die ist eigentlich nur 2 Minuten hier hoch. Waren eben noch gerade bei einem Wasserfall. Haben jetzt hier angehalten, um ein paar Nudeln zu essen. Mega, mega lecker. Und dann haben hier noch 2 Leute mit 2 richtig fetten Motorrädern gehalten. Mega, mega krass. Zeige ich euch gleich. Einmal ein Schweizer, einmal ein Deutscher. Und die fahren von Berlin bis nach Bali mit dem Motorrad. Sind seit 2,5 Monaten unterwegs. Mega krass. Sind heute über die Grenze von China gekommen. Und wir quatschen seit über einer Stunde mit dem. Die sind super inspirierend. Hier ist also der kleine Shop, wo wir getrunken und gegessen haben. Direkt an der Straßenecke. Und hier sitzen wir mit denen zusammen. Das sind deren riesige Motorräder. Die werden auch bald wieder losfahren. Mega, mega krass. Super coole Sache. Sowas könnte ich mir auch mal vorstellen. Was sagt ihr? Soll ich sowas mal machen? Also es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr sowas auch mal von mir sehen wollt. Eine längere Motorradtour durch verschiedene Länder. Mich würde das auf jeden Fall mega reizen. Was war das eigentlich für eine geile Situation, als der Schweizer und der Deutsche mit dem Motorrad zu uns gekommen sind? Wir hatten coole Gespräche und dann sind einfach noch ganz viele Einheimische zu uns gekommen. Wir haben noch einen Hostelbesitzer aus Karimabad getroffen, der war zufällig mit seiner Familie hier. Die beiden Motorradfahrer leben übrigens auf Bali und haben sich einfach gesagt, hey, wir fliegen mal nach Deutschland, kaufen uns da 2 Motorräder und fahren dann einfach 3,5 Monate quer durch Asien, Europa bis nach Bali zurück. Mega, mega krass, auch in dem Alter. Also mega Respekt an euch beide da, wenn ihr dieses Video schaut. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Kontakte ausgetauscht und ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt, denn wenn alles klappt, bin ich, sagen wir mal, bald wieder in Indonesien. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf und dann könnte ich eventuell mich mit den beiden treffen. Und ich könnte mir da vorstellen, dass sich da echt cool ein Video zusammen drehen lassen würde. Naja, mal schauen, was so kommt. Hier ist jetzt mein Camping-Spot für die Nacht. Ich bezahle 200 Rupie. Stelle ich jetzt mal mein Zelt auf und dann wird es da drin auch gemütlich gemacht. Endlich kann ich mein Campingzeug nutzen. Ich habe da super Bock drauf, denn das war auch so eins meiner Ziele, hier in Pakistan mal zu campen. Das ist jetzt erstmal so ein Safe-Spot. Heißt, ich bin hier mitten im Garten. Elle und Dominik schlafen da oben und ich sehe hier sogar den Fluss. Es war auf jeden Fall bisher ein sehr, sehr aufregender und cooler Tag. Hat mir super gut gefallen. Ich hoffe, euch natürlich auch. Woo! Nice. Das ist also mein Bett für die Nacht. Neuer Schlafsack, hält bis zu 0 Grad aus. Isomatte, ja, habe ich jetzt eine ganz einfache genommen, hat total ausgereicht. Und dieses Zelt kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Habe ich letztens schon in der Ukraine verwendet. Für 2 Personen sogar. Gepäck musste da natürlich irgendwie draußen bleiben. Ist aber mega geil, kann ich jedem nur empfehlen. Oh, so geil, Leute. Echt, ich freue mich da mega drüber, dass das jetzt geklappt hat mit dem Zelten. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Der Schlafsack ist auf jeden Fall richtig, richtig fett. Und ich glaube auch nicht, dass es so kalt wird. Also drückt mir die Daumen, dass es nicht sehr, sehr kalt wird. Genau, und morgen geht dann der letzte Tag der Motorradtour los. Da fahren wir dann nach Gilgit zurück. Finde ich irgendwie voll schade, dass die Tour schon zu Ende ist. Kam mir erstens mega lang vor. Und zweitens hätte es irgendwie trotzdem noch länger sein können. Vielleicht fahre ich ja noch mal ein paar Tage mit Motorrad irgendwo hin.
Ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher, wie meine Reisepläne aussehen. Ich will auf jeden Fall noch einiges mehr von anderen Regionen in Pakistan sehen. Und das ist der Grund, warum ich noch gar nicht so genau weiß, wie lange ich hier im Norden noch bleibe. Denn es gibt noch so viel mehr zu sehen. Pakistan ist etwa 3-mal so groß wie Deutschland. Und ich will davon noch einiges sehen. Ich weiß, in einem Monat, also ich bin ja knappe 30 Tage hier, kann man nicht alles sehen, logisch. Aber ich bin schon, glaube ich, ganz gut hier in den Norden eingetaucht. Ich würde gerne noch ein paar Tage bleiben, werde ich auch noch. Was genau, verrate ich natürlich noch nicht. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Ich hoffe aber, bis hierhin hat es euch schon mal gefallen. Ich fand es bisher mega, mega geil und bin super glücklich, nach Pakistan gereist zu sein. Und bin super gespannt auf das, was noch auf mich wartet. Und ich lasse es alles auf mich zukommen und mache alles relativ spontan. Denn wie ich schon gesagt habe im letzten Video, Pakistan ist so ein Land, wo ich sagen würde, das sollte man relativ spontan bereisen und nicht alles strikt durchplanen. Individualreisen sind sowieso mein Ding und ich kann es jedem immer nur ans Herz legen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte des Displays meinen Kanal kostenlos abonnieren und ihr verpasst keine Reisevideos mehr. Links und rechts davon verlinke ich euch meinen letzten Vlog aus Pakistan und meine gesamte Weltreise-Video-Playlist, denn ich war ja schon einige Zeit vorher auf Weltreise, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten, bis dahin, ciao.